Genau, ich fahre jetzt gerade aktuell mit dem Harvest Command hier. Das hier ist quasi der Betriebsbildschirm, in dem man sich während des Rechnens eigentlich hauptsächlich aufhält. Da sieht man alle wichtigen Daten, wie die Fruchtart zum Beispiel, die Einstellung der Maschine, das ist die Rotordrehzahl hier, der Rotor-Korbabstand, die Gebläsedrehzahl, das Vorsieb, Obersieb, Untersieb, Motorauslastung und hier eben die Erntemengen pro Stunde und pro Hektar. Links ist so der allgemeine Bildschirm, da sieht man die Geschwindigkeit, die Vorfallsrichtung, ob beim Drescher, wie der Status beim Drescher ist. Aktuell ist da alles in Ordnung. Man sieht, dass die Schneidwerksregelung an ist, an der Welle. Unterm Schneidwerk sieht man das. Oder die Kameras mit verschiedenen anderen Daten dazu. Kann man dann hier auch einmal durchklicken. Aber die jeweilige entsprechende Kamera öffnet sich auch über alles als Pop-up, sobald man die Funktion bedient. Also wenn man rückwärts fährt zum Beispiel, dann kommt diese Kamera, das ist die am Anhängebock. Diese Bildschirme kann man sich frei konfigurieren. Das ist völlig individuell einstellbar. Hier auf der vorletzten Seite haben wir das GPS. Wir fahren jetzt gerade mit 3 Mähdreschern hier, mit 3 8250 und haben allesamt dieselbe AB-Linie drin, sodass wir sehr entspannt miteinander fahren können. Es ist dreimal derselbe Drescher mit demselben Schneidwerk, ungefähr 10,70 Meter breit. Und wir fahren im GPS mit 10,40 Meter Arbeitsbreite. Und dann sieht man hier die Daten, das kann man aber auch einstellen, was man jetzt hier sieht. Wir können am Kontangrohr das Ende selbst steuern und können da beim Abfahren jetzt nebenher, wenn der Abfahrer eben mal zu weit links oder rechts fährt, auch selbst das Kontangrohr steuern, damit der Anhänger optimal gefüllt wird. Schneidwerksarbeitstiefe bzw. Arbeitshöhe. Da kann man händisch, wenn das System, wenn man es übersteuern möchte, eben eingreifen. Kann auch den Tisch neigen nach links und rechts. Allerdings ist eben, wenn man hier eingreift, die automatische Regelung auch aus. Wenn man jetzt einmal eingreift, das kann ich jetzt einmal tun, dann muss man hinterher, damit das System wieder arbeitet, einmal auf die Arbeitsposition tippen und dann arbeitet das System wieder selbstständig. Hier stelle ich die Haspel ein. Hoch, runter, vor, zurück. Hier ist das Kontankrohr zum Ein- und Ausklappen. Wenn wir abtanken wollen, können wir hier mit dem Knopf abtanken. Dieses Piepen, was man eben gehört hat, das ist quasi das akustische Signal dafür, dass wir das System ausschalten. Tatsache. Genau, hier hat der Kollege vorher schon durchgemäht und wir fahren jetzt neben ihm eben rein. Jetzt aktiviere ich wieder die automatische Vorfahrtsregelung, damit er sich wieder selbst an die Geschwindigkeit anpasst, sodass der Drescher eben jederzeit optimal ausgelastet wird.
kann man 4 verschiedene Strategien auswählen. Kornqualität und Durchsatz ist so das häufigste, sage ich mal, was man eigentlich fährt. Aber die Kabine ist ja auch geräumig, hier haben wir ordentlich Platz. Genau, wir fahren gerade mit der Einstellung der Strategie vom Harvest Command mit der Kornqualität. Also wir legen jetzt quasi alles darauf, dass im Bunker das möglichst sauber und schonend ankommt. Dabei fahren wir ungefähr mit 1% Verlust hier im Raps jetzt und mit Durchsätzen von ungefähr 15 bis 20 Tonnen die Stunde. Nochmal 104 zu der Stadt Mahne und Richtung beidseitig die 108 Ortseingang Peterow kommen. Dann die 110 zwischen Berlin und Kroko in Grünzung. Die 100.
So, und jetzt sieht man hier gerade einige blaue Zahlen, eben zum Beispiel bei der Rotordrehzahl. Da war dann gerade das Harvest Command dabei, die Rotordrehzahl zu verändern, da er hier anhand der Rotorverluste diese Einstellung nicht für optimal gehalten hat. Wir einmal die Kufen hier ein, 4 Tastkufen. Und jetzt beim Bremsen müssen wir einmal die Seitenklappe aufmachen und ein bisschen sauber machen, damit, wenn ich den gleich einziehe, dass da alles bleibt. Und das nämlich hier gleich. Da oben in den ollen Dings inhaken. Nur aufpassen, dass du dir nicht die Finger schneidest. Das Messer wird noch sehr scharf. Ich nehme erstmal ab. Ich mache den hier runter. Stecke ihn da rein. An den Hydraulik. Schnellkuppel. Ja. Abwischen. So, dann kommt die Gelenkwelle ab. Kann man den Schutz aufmachen, kann sie abziehen und hier rauflegen. Und dann die Schneidwerksverriegelung. So, jetzt ist das Schneidwerk abgekuppelt. Direkten Zugang zum Motor, wenn man morgens den Mähdrescher sauber macht. Jetzt kommen wir hier über 2 Clipser direkt an den Kühler und können großzügig den Kühler auspusten. Von unten, aber auch von hier oben. Hier ist der Korntank
14.400 Liter haben wir hier zu bieten. Sehr viel Platz. Und nach oben hin offen. Offene Bauweise. So, jetzt machen wir die Klappen einmal auf. Und haben jetzt direkten Zugriff auf den Rotor. Ja, und eine zweite Klappe. Und wenn man jetzt am Rotor montieren möchte, Körbe wechseln möchte, dann hat man hier sehr viel Platz, um das zu tun. Der ist jetzt mit folgender Kopfbestückung. Vorne ist ein enger Abstand der Drähte, dann ist ein etwas weiterer und dann kommen die Abscheidekörbe. Und dann haben wir hier gleich die Möglichkeit, mit Wasser sich zu waschen.